to show you a couple of verses from the Psalms that are probably one of my top 50 verses. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen aus den Psalmen und die gehören vielleicht zu den Lieblingsversen, zu den 50 liebsten Versen in der Bibel. It's coming up. It's not this one, but it's the next one actually. But don't go there yet. Also Thank wir you. starten so langsam und dann kommt dann der Very, eigentliche Vers. very proactive people on. Am Beam haben wir sehr proaktive Leute. So awesome, right there. Like, Die sind so direkt fast. dabei, da geht es gleich ab. Okay, Psalm 27, verse 12. Psalm 27, Vers 12. Do not deliver me over to the desire of my adversaries. Gib mich nicht preis, der Gier meiner Bedränger. For false witnesses have risen up against me, Denn falsche Zeugen sind wider mich aufgestanden and such as breathe out violence. und der Gewalttat schnaubt. Now verse 13. Jetzt Vers 13. I would have despaired. Ich hätte verzweifelt. It's not actually written, but it's implied in the text. Das ist nicht tatsächlich geschrieben, aber es ist so implizit angedeutet im Text. I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of God in the land of the living. Ich wäre verzweifelt, wenn ich nicht geglaubt hätte, das gute Jahres zu schauen im Lande der Lebendigen. I would have despaired. Ich wäre am Verzweifeln gewesen. There's so much abuse in the world, it's incredible. Es gibt so viel Missbrauch in der Welt. Es ist einfach unfassbar. What goes on in this world Was in dieser Welt alles is geschieht, just unheard of. es ist einfach unerhört. And we don't see it, but it's happening. Wir sehen es nicht so, aber es geschieht. The carpets that we buy, Vielleicht die Teppiche, die wir kaufen, oftentimes that are so beautiful in our living room, die schauen so wunderschön aus, vielleicht so bei uns im Wohnzimmer. were made by some kids that are chained in a basement somewhere. Aber angefertigt wurden sie vielleicht von Kindern, die da irgendwo in einem Keller gehalten wurden. And abuse comes in all kinds of forms. Und Missbrauch kommt so in allen möglichen Formen. Let's go back to the text. Let's just finish up the text. The next verse. Nächster Vers. Wait for the Lord, be strong, let your heart take courage, wait for the Lord. Warte auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre und warte auf Jahwe. As we talked about last week, God gives grace to the humble. Wie wir letzte Woche gesagt haben, Gott gibt dem Demütigen Gnade. And this verse says, wait for the Lord. Und da heißt es, warte auf den Herrn. He wants to release his goodness on us Er möchte einfach seine Güte über uns freisetzen, in a particular way. in einer ganz speziellen He Weise. always wants to fill us with peace, Er möchte uns immer mit seinem Frieden erfüllen, with joy. mit Freude. I don't have to wait for that. Darauf muss ich nicht erst warten. But there's certain things I do have to wait for. Aber es gibt bestimmte Dinge, auf die muss ich warten. And these are doors that he will open for me. Es sind Türen, Tore, die er für mich öffnen Things wird. he will show me and teach me. Dinge, die mir zeigen wird, die er mich lehren wird. And he wants me to wait for them Und er möchte, dass ich darauf warte. and be courageous. Und dass ich auch den Mut habe zu warten. Probably, like we said before, probably the most courageous thing I will ever do in my life Und wie wir bereits gesagt haben, vielleicht das Mutigste, was ich tun kann in meinem Leben, is to wait on God. ist, auf Gott zu warten. And the psalmist had experienced abuse, Der Psalmist hat Missbrauch erlebt. and we experience abuse. Auch wir erleben I Missbrauch. want you to look at the next slide. Schaut mal. This is a little thing I made today, but it gives us a better picture of abuse. Da ist dann so ein bisschen das gegenübergestellt. Da kann man ein besseres Bild erhalten, On the, was wirklich on Missbrauch the ist, wie er extremes, geschieht. on the extremes, we see willful abusers. Wir sehen da die verschiedenen Extreme. Wir sehen da diese vorsätzlichen Täter. These are predators. Es sind Täter. These are people who trick women to come to Western Europe, and then they take them as sex slaves. Es sind Leute, die es mit Vorsatz machen. Sie betrügen einfach Frauen, sie bringen sie nach Europa und sie verwenden sie als Who Sexsklaven. molest children. Sie missbrauchen These are Kinder. criminals who steal and destroy people's lives. They don't care. Es sind Verbrecher. Sie stehlen. Sie gehen das Leben von Menschen an. Und das stört sie gar nicht. And many of us have come in contact with people like this. Und auch viele haben solche Menschen vielleicht schon mal erlebt. People who just love to abuse. Menschen, die es einfach lieben, Have no andere conscience. zu missbrauchen. And then there's the victims. Und dann gibt es die andere Seite, das andere Extrem, die Opfer. Millions upon millions of people who are victims of abuse. Millionen von Menschen, die Opfer
von Missbrauch There sind. are women there's thousands of women in Africa that have had their lips cut off Es gibt Tausende von Frauen in Afrika, deren Lippen einfach beschnitten wurden by some other tribe, von irgendeinem anderen Stamm. just to prove a point that we're stronger than you. Irgendwie da, um das zu beweisen, dass sie doch stärker wären als der andere Stamm. Then to the not so extreme, we have abusive people. Wenn man dann nicht so ganz ins Extreme geht, dann haben wir die doch irgendwo missbräuchlich handeln. They don't want to be abusive, Sie wollen niemanden missbrauchen, but absichtlich, their lifestyle is so selfish that they just abuse. aber ihr Lebensstil ist einfach so selbstsüchtig, dass sie andere dabei I mean, when missbrauchen. you live for yourself, obviously you're going to hurt somebody else. Wenn du nur für dich selbst lebst, dann ist es offensichtlich, dass du da bei jemand anderen verletzt. And then their counterpart are the abused, Und das Gegenstück dazu sind die sich missbrauchen lassen. but they're not so much victims, they're more people who are enabling it. Es sind nicht so sehr Opfer, sondern es sind Leute, die es gar ermöglichen, die es zulassen. You talk to a mother and you say, why do you give your son money? Du sprichst zu einer Mutter und fragst sie, warum gibst du deinem Sohn noch Geld? Because he doesn't have a job. Na, der hat keine Yeah, but Arbeit, he doesn't want to work. aber der will doch gar nicht Yeah, I arbeiten. know, but I feel sorry for him Ich weiß, aber er tut mir so leid, because he can't buy cigarettes. weil er kann sich keine Zigaretten Well, kaufen. whoop-de-doo. Na bitte was, Then he doesn't smoke cigarettes. dann kauft er keine Zigaretten. Why are you enabling him? Warum tust du ihm nur ermöglichen? And then sogar? you're complaining that you're abused because you have no money, because you gave it to your son who doesn't have a job, who doesn't want to work. Und dann beklagst du dich, dass du kein Geld hast, weil du es deinem Sohn gegeben hast und der hat keine Arbeit And this thing just goes round and round and und round. so geht es im Teufelskreis. And then there's just normal conflicts. Und dann gibt es normale Konflikte. Life is full of conflicts. Das Leben steckt voller Konflikte. And as Proverbs says, iron sharpens iron. Und wie der Sprüche auch sagen, das Eisen schärft das Eisen. And as Paul said, tribulation works character. Und wie Paulus sagt, dass die Trübsal auch Charakter bewirkt. We are offering a course in Wir the next bieten- few weeks, In den nächsten Wochen einen Kurs an. and it's about being abused. Und da geht es eben um Missbrauch. And it's called The Mending of the Soul. Und dieser Kurs heißt die Heilung der Seele. There's a lot of people who've signed up for it already. Viele haben sich dafür eingeschrieben. And if you feel like you've been abused somehow, Wenn du den Eindruck hast, dass du irgendwo Missbrauch in deinem Leben emotionally, erlebt hast, mentally, vielleicht emotional, vielleicht eher in Gedanken, spiritually, geistlich vielleicht, sexually, sexuell, financially, socially, whatever, finanziell, sozial, was auch immer. or if you want to help somebody. Oder wenn du jemand anders vielleicht helfen möchtest in Someone so einer this morning was Situation. sharing how they went to the course to learn how to help people, Jemand hat heute früh eben erzählt, wie sie eben in diesen Kurs ging, um jemand anders helfen zu können. and they experienced such healing. They were so shocked. Aber sie kam dorthin und hat dann selbst so viel Heilung dabei erleben können. So you can sign up for that at the info center if you want. Ihr könnt euch dafür anmelden beim It's Infocenter. starting in like 2.5 weeks. Es beginnt in 2,5 Wochen This Wednesday. We'll give information on it later. und da wird es auch noch weitere Informationen zu This geben. leads us into tonight's message as well, Und damit kommen wir auch zu der Botschaft von heute Abend. because as we talked about last week, God gives grace to the humble Wie wir letzte Woche bereits gesagt haben, Gott gibt dem Demütigen Gnade and he resists the proud. und er widersteht den Stolzen. That's 1 Peter chapter 5, 1. Petrus Kapitel 5, verse 5. Vers 5. And then the next verse says, "Be humbled under God's sovereign dominion hand, Dieser Vers sagt, werdet gedemütigt unter Gottes souveränen, herrschenden Hand. and he will lift you up Und er wird euch erheben at a definite point in time. zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit. Therefore wait on the Lord and be of courage." Daher wartet auf den Herrn und seid guten Mutes. Wait on him. Wartet auf ihn. So last week talked about two people who God resisted. Und letzte Woche haben wir gesprochen über zwei Leute, denen Gott widerstand. Nebuchadnezzar, Der eine war the king of Nebukadnezar, Babylon, König von who Babylon, God reduced down to an animal, den Gott einfach zu nichts gebracht hat. gave him the mind of an animal. He lived out in the garden somewhere for like 7 Wie ein years. Tier, wie eine wilde Bestie. Er hat irgendwo in einem Garten, in einem Park gelebt. He was like in the palace garden with the goats and the pigs and Er war da so in einem Palastgarten mit den Ziegen.
How's the king doing? Wie geht's dem König? He's out there. His hair is long. He's got long Sie sind fingernails. da draußen mit den langen Fingernägeln. You can go near the wild pigs, but you can't go near him. Also man kann sich den Schweinen nähern, den Wildschweinen, aber nicht ihm. After he was returned to his senses, Aber nachdem er wieder zu Sinnen kam, he said, God Sagte er. knows how to humble the proud. Gott weiß, wie er den Stolzen demütigt. Talked about Esau, Dann haben wir über Esau the gesprochen, older son of Isaac, der ältere Sohn des Isaaks, who was going to receive the blessing, der doch eigentlich als Erstgeborener an incredible eternal blessing from his father Isaac. den ewigen Segen von seinem Vater hätte empfangen wollen. But he had despised the birthright Aber er hat sein Erstgeburtsrecht verachtet and sold it to his brother und es seinem Bruder verkauft, Jacob for just a bowl of soup. dem Jakob, einfach für eine Suppe. And that birthright for us are the promises of God. Und dieses Erstgeburtsrecht sind für uns die Verheißungen, That's our Bible. unsere Bibel, It's das Wort. God's word. Es ist Gottes And Wort. if we think that we can be indifferent to his word Und wenn wir denken, wir könnten seinem Wort gegenüber gleichgültig sein and still receive a blessing, und doch dabei Segen empfangen, Psalm 138 verse 2 Psalm 138, Vers says 2, that God esteems his word above his very name. da heißt es, Gott achtet sein Wort höher als seinen eigenen Namen. God gave us his word. Gott hat uns sein Wort We shall gegeben. live by every word that comes from his mouth. Wir sollen leben nach jedem Wort, was aus seinem Mund hervorgeht. Colossians 3:16, let the word of God dwell richly inside of you. Kolosser 3,16, lass das Wort Gottes einfach reichlich unter dir oder in dir wohnen. He said to the Pharisees, you worship God in vain Er sagt zu den Pharisäern, ihr betet Gott umsonst an, because you neutralize his word through your traditions. denn ihr macht sein Wort zunichte um eurer Tradition willen. But today I just want to give you a short story Aber heute möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen about a man who was humble über einen Mann, der demütig war and God lifted him up und den Gott dann erhob. at a definite point in time. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Zeit. And we find the story in the book of Esther. Und wir finden diese Geschichte im Buch Esther. How many people know what's in the book of Esther? Okay. Wie viele Leute kennen das Buch Esther? Okay, it's the Persian Empire Da geht es um das Persische Reich in the 5th century BC. im 5. Jahrhundert vor Christus. Xerxes is the king. Der König ist der Xerxes. Xerxes has this huge feast Und dieser Xerxes veranstaltet ein riesiges Fest for all of his officials, für all seine Führer im Land. for guests. Und er hat viele Gäste eingeladen. King Ahasuerus is also called. Und er heißt auch Ahasverus. And he's drunk. Und er hat sich betrunken So he schon. decides to call his beautiful wife out and show her off. Und so entscheidet er sich, dass seine Frau doch kommen mag und sie soll einfach ihre Schönheit But she zeigen. doesn't come out. Sie kommt aber nicht. He's embarrassed. Er wird beschämt He, vor den Leuten. he removes her as his queen. So entfernt er sie aus der Position der Königin. Then looks for a queen among his whole empire. Und er sucht im ganzen Land einfach nach einer neuen Königin. Has a huge beauty pageant. Und so hat er dann so einen Schönheitswettbewerb. From all the most beautiful women in the whole Persian Empire, he chooses one girl. Und von diesen schönsten Frauen im ganzen Persischen Reich wählt er sich eine aus. And her name is Esther. Und ihr Name ist Esther. But she's a Jew. Aber sie ist eine Jüdin. And her older cousin, Mordecai, Und ihr älterer Cousin, der Mordecai, advised her, do not tell anyone that you're Jewish. gab ihr den Rat, sage niemandem, dass du eine Jüdin bist. Secret things belong to the Lord. Die geheimen Dinge, sie gehören Gott. And the advice was from the Lord Und dieser Rat kam direkt vom Gott. because the king's first official hated Jews. Denn die obersten Beamten des Königs, sie hassten die And he Juden. hated Mordecai Und sie hassten auch Mordecai. because Mordecai was a humble man and he wouldn't bow before an arrogant, proud man like Haman. Weil Mordecai ein demütiger Mann war. Und er würde sich nicht beugen vor diesem arroganten, stolzen Haman. So Haman tricked the king into making a decree to kill all the Jews in the empire. Und so hat Haman so einen Trick gehabt vor dem König, mit dem er praktisch die ganzen Juden im Reich umbringen On a wollte. certain day, An einem bestimmten Tag. the empire was legalized. All the people were legalized to go kill all Jews.
wurde im ganzen Reich einfach der Erlass gegeben, dass es berechtigt wäre, all die Juden im ganzen Reich umzubringen. So Mordecai said to Esther, So sagte Mordecai zu Esther, you have to go in and talk to the king. Esther, geh du rein zum König und sprech mit ihm. And she said, but if I'm not invited, I could be killed. Sie sagte, wenn ich aber nicht von ihm eingeladen werde, er könnte mich umbringen. Then he says these words, Dann sagt er diese Worte. how do you know Wie weißt du denn that nicht, you have not become queen dass du doch nicht zur Königin gerade geworden bist, for such a time as this? für solch eine Zeit wie diese? For this definite moment in time, Genau für diesen Moment in der Zeit. this is why God arranged this whole thing to happen. Für diesen Zeitpunkt hat Gott all das arrangiert, dass es so geschehen The würde. removal of the other queen, Diese Entfernung dieser anderen Königin aus the ihrer king Position. choosing you as queen, Und der König hat dich gewählt als so Königin, that we would have a Jewish woman as the queen and no one would know. sodass wir eine jüdische Frau als Königin hätten und niemand würde das wissen. So she went in to see the king. So kam sie hinein, um den König zu sehen. And she said, if I die, I die. Und sie sagte, wenn ich umkomme, dann Well, komme ich um. long story short, the whole situation turned around. Um das abzukürzen, die ganze Geschichte wurde so umgedreht. Haman's plot to kill Mordecai, Hamans List, einfach den Mordecai umzubringen. to have him not hung on a gallows like it says in our Bibles, Er wollte den Mordecai nicht auf einen Galgen hängen, wie es bei uns vielleicht in der Bibel besetzt sein but mag. to be impaled. Er wollte ihn pfählen. Do you know what that means? Wisst ihr, was das This bedeutet? was the form of execution in the Persian Empire. Das war eine Exekutionsform im Persischen Reich. It means you lay a person down on their stomach, Und das heißt, dass eine Person sich auf den Bauch legen muss, you spread their legs, Beine breit, you take a long stick, und dann gibt es einen langen, angeschwitzten Pfahl, you put it between their legs, and you hammer it right through their body und er wird einmal durch den Körper getrieben, gefällt, until it comes out their shoulder, bis es an der Schulter herausdringt. and then you hang them like that. Und dann wird dann dieser Pfahl so aufgestellt. And when Er wird when the gefällt. Persians took over Babylon, Als die Perser Babylon eroberten, to keep the Babylonians from uprising, um die Babylonier davon abzuhalten, dass sie sich gegen die Perser erheben, they publicly impaled 3,000 people from Babylon. haben sie 3000 Personen aus Babylon öffentlich gefällt. This is what Haman wanted to do to Mordecai. Und genau das war das, was der Haman dem Mordecai antun wollte. The whole thing got turned around, Und das Ganze drehte sich dann herum. and Haman wound up being impaled on the stick he provided for Mordecai. Und schließlich geschah es so, dass Haman auf diesem Pfahl gefällt wurde, den er eigentlich für Mordecai vorbereitet And hatte. Mordecai Und was Mordecai elevated wurde erhoben in the kingdom. In dem Reich des Königs. But it all comes down to chapter 6, and this is what I want to talk about. Aber alles kommt zu diesem Punkt in Kapitel 6. It says, Da heißt es, and one evening the king could not sleep. eines Abends konnte der König nicht schlafen. Why? Warum? It was God's appointed time. Es war einfach die Zeit, die Gott bestimmt hatte. So the king decided to look in his chronicles, the things that have been happening in his kingdom. So beschloss der König einfach in den Chroniken zu lesen, um so ein bisschen zu sehen, was in seinem Reich geschah. Why? Warum? Because it was God's appointed time. Weil das der bestimmte Zeitpunkt Gottes war. And they just happened to flip Und so geschah es, dass sie zufällig to gerade the dahin place schlugen, where Mordecai had saved the king's life from a conspiracy to assassinate him. an die Stelle der Chronik, wo beschrieben war, wie Mordecai das Leben des Königs gerettet hatte vor einem Anschlag auf sein Oh, Leben. king, it says here that a Mordecai saved your life from being assassinated by 2 of your eunuchs. Mein König, da steht, dass der Mordecai dein Leben gerettet hat vor dem Anschlag von 2 Eunuchen. Did you know that? Hast du das gewusst? I didn't know that. Das habe ich gar nicht gewusst. What have we ever done for that guy? Was haben wir ihm Gutes getan, diesem Mann? Nothing. Nichts. Has he ever asked for anything? Hat er um irgendwas gebeten? No, Nein, because he was a humble man. weil er ein demütiger Mensch war. Why did they look there? Warum haben sie da geschaut? It was God's appointed time. Es war der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hatte. Then the king said, Dann sagte der König, nothing has been done for him.
Ihm ist nichts Gutes getan worden dafür. At that very moment, Haman walks in, who hates Mordecai. In demselben Moment kommt der Haman hinein, der den Mordecai hasst. What's everybody doing up so late? Warum sind alle so spät hier wach? Ah, the king can't sleep. Naja, der König kann nicht You schlafen. know, he goes to bed at 8 o'clock. He couldn't sleep tonight. Normalerweise geht er um 8 ins Bett. Heute Abend konnte er nicht schlafen. And we've been reading through, you know, the Chronicles, and Und so lesen wir ein bisschen was vor und the haben king gerade die says, Chroniken gelesen. Haman, Haman, the perfect man. Perfekt, dass du da What bist. would you do for a man that the king would want to honor? was würdest du tun für einen Mann, den der König ehren möchte? And Haman, in his pride, Und Haman in seinem Stolz thinks it's him. denkt, dass er es ist. Well, Naja, let's see. I'd put the king's robe on him, ja, vielleicht den königlichen Mantel umhängen, have him ride on the king's horse. auf dem Pferd des Königs reiten lassen I'd lead him through the city, und ich führe ihn durch die ganze Stadt. have everybody bow down to him. Alle beugen sich vor ihm. And he says, perfect. The Der König king. sagt, ja, das ist es. Go and do that for Mordecai. Genau, geh los und mach das für den Mordecai. What? Was? Who? Für wen? Yes, do that for Mordecai. Ja, wie ich sagte, für den Mordecai. This was God's timing. Das war der Zeitpunkt, den Gott And bestimmt here's hatte. my point. Hier kommt mein Punkt. Don't be preoccupied with the moment. Sei da nicht so eingenommen, dass du nach diesem Moment suchst. God is not going to forget Gott wird das nicht vergessen, what you have done for him. was du für ihn getan It's hast. in his journal. Es ist in seiner Chronik. And at the appointed time, Und zur bestimmten Zeit God is going to take note. wird Gott es dann bemerken And God is going to ask the question, und genau diese Frage stellen. what have we done for that faithful person? Was haben wir da getan für diese treue Person? And it will be at the perfect moment. Und es wird zum perfekten Zeitpunkt sein. And if you read the book of Esther, Und wenn du dieses Buch Esther the liest, whole point is that God can use everything, der gesamte Punkt, den er macht, ist, dass Gott einfach alles verwenden kann. including unsaved kings Selbst ungerettete Könige and all kinds of people, und alle Arten von Menschen, to bring about his perfect plan at the perfect moment. um seinen vollkommenen Plan für den vollkommenen Moment zustande zu bringen. And nobody can stop it. Und niemand kann das Nobody. verhindern. Nobody. Niemand. Absolut I niemand. remember when I was in Bible school 1980, Ich kann mich daran erinnern, als ich in der Bibelschule war, I 1980. was going down to New Jersey to work for the summer. Ich fuhr da nach New Jersey herab für den Sommer, um zu arbeiten. And my friend said, what are you going to Jersey for? Aber mein Freund sagt nur, was willst du in New Jersey, I said, bitte? I'm going to work so I can come back to Bible school and I Naja. can just study. Ich möchte einfach arbeiten, Geld verdienen, um dann zurückzukommen in die Bibelschule zu He said, studieren. all the girls are going to be by the pool. Man, als die ganzen Mädels da am Schwimmbad. I said, so what? Na was? He says, somebody's going to marry your wife. Jemand wird dein Mädchen heiraten, deine Frau. I said, listen, Hör mir mal zu. if somebody marries my wife, Wenn jemand meine Frau then heiratet, she wasn't my wife. dann war sie nicht meine Frau. Capiche? Was ist das? I mean, is this how we live? Ist das, wie wir leben? That God could not appoint the person Dass Gott die Person nicht bestimmen to kann? me? Für mich? Like I have to be stressed out Ich that muss I'm da gestresst competing with sein. everybody for my wife? Ich muss ja mich mit anderen Leuten streiten um meine Frau? Nothing can Nichts hinder the plan of God. kann Nothing. den Plan Gottes verhindern. That's one of my life. That's one of my top 5 verses in the Bible. Und das ist einer der Top 5 Verse That der was my Bibel. number 1 verse for years. Für Jahre war es mein Nummer 1 Psalm Vers. 27 verse Isaiah 27:14. Jesaja 27,14. Nothing will frustrate God's plan. Nothing. Nichts kann Gottes Plan verhindern. It says the same thing in Job 42:2. Das gleiche in Hiob Job 42,2. says, I realize now Ich habe jetzt erkannt, sagt er, that nothing will frustrate your plan. Nothing. dass nichts einfach deinen Plan verhindern kann, sagt Hiob. Here's a closing statement. Hier kommt der Abschluss. Don't be preoccupied with that moment. Sei nicht zu sehr da eingenommen von der Suche nach dem Moment. God has it tucked away. He won't forget. Gott hat das so ein bisschen weggesteckt für sich. But be preoccupied with the things that are in front of you. Aber sei ganz und gar mit den Dingen beschäftigt, die direkt vor dir liegen. Humble acts of kindness. Einfach demütige
Taten der Freundlichkeit toward people that God loves. gegenüber Menschen, die Gott liebt. In the last year, I have not, all those people at the Billa, who are selling those magazines, Gegenüber all diesen Leuten beim Billa, die da diese Magazine verkaufen, I have not seen one and not bought something for them. habe ich nicht einen gesehen, die mich nicht etwas gekauft hätte. Holy Spirit tells me every single time, and I said, I did it yesterday. God says, do it again today. I don't care. Weil der Do it Heilige again. Geist, er zeigt es mir immer wieder. Do it again. Do Und it sagte, again. mach es noch einmal. Wieder, komm, mach es wieder, da, bitte. There was this really poor lady. Da war diese sehr, sehr arme I Frau. took her in and I said, look, Ich habe sie mit hineingenommen und this habe ihr is how gesagt, it works. You can fill this basket up. You can fill it up. ich habe ihr gesagt, pass mal auf, hier ist der Korb, den kannst du dir voll You machen. can fill it. Anything you want, just fill it. Was auch immer du brauchst, du kannst es damit füllen. It was a little bit more than I thought it was going to be, Das war dann ein bisschen mehr, als ich dachte. so I only did it once. Habe ich nur einmal gemacht. I might do it again. Ja, vielleicht mache ich es auch wieder. I want to have Rob Soprano come up now. Ich möchte Rob Soprano He's jetzt going to add draufschicken. some thoughts to this. Der hat einfach ganz super Gedanken darüber. I went to a Bible school with his parents, Mit seinen Eltern bin ich zur Bibelschule gegangen. and I was on the plane when his mother and father got married on an airplane flying over to Europe. Also ich war im Flugzeug, als seine Eltern geheiratet haben, im Flugzeug, Yeah. auf dem Flug nach Europa. And little did I know, he was somewhere inside there, not even, still somewhere in eternity. Also Yeah. er war Somewhere irgendwo. inside your father's loins, Also I showed up about Irgendwo 9 months later, so verborgen. Ja, also Monate später war ich dann da. hey Ma. Ja. I love that story. Also ich liebe diese Geschichte. The story from Esther and Mordecai. Diese Geschichte von Esther und Mordecai. Humble acts of kindness. Demütige Taten der Freundlichkeit. Mordecai's humble act of kindness Mordecais Tat, indem er seine Freundlichkeit bewies, literally saved the entire Jewish population. hat die ganze jüdische Bevölkerung gerettet. We never know what a simple, humble act of kindness God can use for. Wir können nie ergründen, was so eine ganz einfache Tat Gott bedeuten kann und wofür sie verwenden kann. I'd like to tell you another story. It's about Paul in Rome. Ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen. Sie spricht von Paulus in Rom. He was in prison. Er war im Gefängnis It was probably weeks before his death sentence. und das war vielleicht Wochen bevor er da sein Todesurteil bekam. It's probably dirty in the prison. There's rats. He's chained to a wall. Stellt euch das vor, da das Gefängnis ganz dreckig, ein Verlies, er ist so angekettet an der Wand. And all of his friends from Asia had forsaken him. Und alle seine Freunde aus Asien, sie haben ihn verlassen. It was very risky for a Christian to visit Paul because of the persecution of Nero at the time. Und es war ein großes Risiko, den Paulus zu besuchen, wegen der Verfolgung, die es da unter Nero gab zu dieser Zeit. Could we please see the verse from Timothy? This is Paul speaking. As you know, everyone from the province of Asia has deserted me. Und wie ihr wisst, I'll read jeder it aus der through. Provinz... Entschuldigung. May the Lord show special kindness to Onesiphorus and all his family because he often visited and encouraged me. He was never ashamed of me because I was in chains. When he came to Rome, he searched everywhere until he found me. May the Lord show him special kindness on the day of Christ's return. Das weißt du, dass sich von mir gewandt haben alle, die in Asien sind, unter welchen ist Phygelius und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Hause Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt, sondern da er zu Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jedem Tage. Und wie viel er zu Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Imagine Paul, you got no friends left. Stell dich vor, die Situation von Paulus, keine Freunde mehr, die ihn besuchen. After your whole ministry, you've got nobody left who has the love enough to come visit you. Nach all dem Dienst, den er erwiesen hat, ist da niemand, der zu ihm kommt, um ihm diese Liebe noch wieder im Gegenzug zu erweisen, Except for Onesiphorus. außer Onesiphorus. Imagine how much that blessed him. Stellt euch einmal vor,
wie sehr es Paulus gesegnet hat. that humble act of kindness. Diese demütige Tat, einfach ihm Freundlichkeit zu erweisen. Perhaps it gave Paul the strength to finish his letter to Timothy. We don't know. Vielleicht hat genau das Paulus die Kraft gegeben, diesen Brief an Timotheus doch fertig zu schreiben. Think of the impact. We all use that book. We read it. It's part of the Bible. We depend on it every day for our lives. Bedenkt einmal, was für eine Wirkung das für uns hat, immer noch heute sogar. Wir sind abhängig von diesen Schriften, die in unser Leben hineinsprechen. But my point is that humility, humble acts of kindness bring a blessing. Und mein Punkt ist, dass Demut, diese demütigen Handlungen einfach Segen bringen. They not only bless the people you're being kind to, but they bring a blessing upon you. Und es ist nicht nur so, dass sie einfach einen Segen bringen, den Menschen, denen du da demütig dienst, sondern sie sind auch ein Segen im Gegenzug für dich. Luke 14 says, "Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Lukas 14 sagt, die sich selbst erheben, werden gedemütigt werden. Und die sich demütigen, die werden erhoben werden. But maybe we say, I've been humble, I've been loving to people, I've done thousands of humble acts of kindness, but I have no blessing. Vielleicht sagen wir, war ich denn nicht demütig? Ich habe vielleicht hunderte von Dingen getan in Demut. Aber wo ist mein Segen? Have you ever done that? Have you ever just been waiting for the blessing? Habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr so gewartet habt, regelrecht, auf den Segen? Have you been waiting for your breakthrough? Dass ihr gewartet habt auf den Durchbruch in eurem Leben? Maybe you've been praying for someone specific, Vielleicht betet ihr um jemanden oder für jemanden ganz spezifisch. and it just doesn't seem to come. Und irgendwie kommt der Durchbruch nicht. God doesn't forget. Gott hat das nicht vergessen. For a certain time, just like Pastor Rob said, he has his time. Gott hat seinen perfekten Zeitpunkt. Could we read Hebrews 6, please? Hebräer 6. God is not unjust. He will not forget your work and love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. You can switch it. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eures Werks und der Arbeit, der Liebe, die ihr erzeigt habt an seinem Namen, da ihr den Heiligen dientet und noch dient. So if we're expecting God to answer, if we're expecting God to bless us, it's not really humility, right? Wenn wir da erwarten, dass Gott uns da antwortet und uns Segen gibt, ist das Demut? If we're only doing the humble act of kindness for the blessing, it's not true humility. Wenn wir uns nur demütigen, um da etwas zu tun, um den Segen zu empfangen, dann ist es eigentlich nicht echte Demut. But the point is that if we are being humble and we are waiting for the blessing, Aber der Punkt ist, wenn wir doch demütig sind und auch auf den Segen warten, don't worry, because God is just. He won't habt keine forget. Angst. Gott ist gerecht. Er wird es nicht vergessen. But sometimes what happens is we're waiting and then we just get lazy, you see? We don't want you to become lazy. Aber manchmal passiert das so, wir warten und irgendwie werden wir dabei so ein bisschen faul. Und da könnt ihr es sehen, da wird uns gesagt, ihr werdet nicht faul. The writer here is talking to the Hebrew nation. You know how I know that? Der Hebräer spricht da an die hebräische Nation. Hebrews. Naja, da steht an die Hebräer. And in the beginning he says, God is not just. He's not going to forget what you did for them. Am Anfang steht, Gott ist nicht ungerecht, er wird nicht vergessen, was ihr für ihn getan habt. Don't worry, your blessing's coming. Habt keine Angst, euer Segen wird kommen. But don't be lazy. Aber werdet dabei nicht so faul. Persevere, keep loving people. Haltet durch und macht weiter, dass ihr einfach Menschen liebt. Because what happens is if we get lazy, Denn was geschieht ist, wenn wir so ein bisschen faul werden, wenn wir lahm werden, we start to miss the promptings from the Spirit. dann hören wir auf, einfach dieses Drängen von Gottes Geist dazu erleben oder anzunehmen. And that can be dangerous. Und das kann gefährlich sein. And sometimes we can even ignore the promptings of the Spirit. Es kann sogar sein, dass wir sie ignorieren, dieses leichte Drängen des Geistes, etwas zu tun. We can hear the Spirit say to us, hey, go love that person, and say, Spirit, I don't really have time right now. I don't feel like it. Wir können das so spüren, wie der Heilige Geist sagt, komm, geh da hin und liebe diese Person. Und denken, na, jetzt habe ich keine Zeit, lass bitte. That's probably just myself speaking. It's probably not the Spirit. Das kann ja nur ich selbst gerade sein, der mir das gedacht hat. Das kann nicht der Geist gewesen sein. But that is pride. That's saying, my will is more important than the Spirit's. Aber das ist genau Stolz. Wir sagen damit, dass mein eigener Wille wichtiger sei als das Drängen des Geistes. Pastor Rob said he never missed one of these guys at Bila. He always bought them a sandwich. Pastor Rob sagt, er verpasst nie diese Leute beim Billa. Er denkt immer an sie und kauft ihnen etwas. Last week I was in Bila and I pulled up and I saw a guy there and he was selling papers and I thought, all right, I'm going to buy him a sandwich. Letzte Woche war ich beim Billa und da sah ich so einen Mann, wie er da saß mit der Zeitung
Und da habe ich mir gedacht, jetzt werde ich ihm ein Sandwich kaufen. And I really felt that's the Spirit prompting me. Und ich habe so gespürt, wie der Heilige Geist einfach mich dazu drängte. And as I walked up to him, he's smiling at me and he's smoking a cigarette. Und während ich auf ihn zugehe, lächelt er mich an und er raucht dabei eine Zigarette. And I just thought, that guy has enough money for cigarettes. Why does he need a sandwich? Und ich dachte mir gleich, kleiner Moment, der raucht, was braucht er denn noch Geld für irgendein Frühstück? And I just rationalized it. I said, no, I'm not gonna, this guy's supposed to be poor. I'm not going to get him a sandwich if he has enough money for cigarettes. Und er hat sich gleich meinen Verstand so eingeschaltet und hat gesagt, kleiner Moment, wenn er noch eine Zigarette rauchen kann, wird er genügend Geld haben, dann kann sich selber sein Essen kaufen. I went in the Billa and then about till the time I got to the sandwich aisle and then I stopped. Ich ging hinein in den Biller und als ich dann bei dem Sandwich war, hielt ich inne And I realized, oh no, I just ignored the prompting. und dachte, ich habe einfach dieses Drängen des Geistes total ignoriert. It's about loving him, not about what he can afford. Da geht es doch darum, dass ich ihn liebe und nicht überlege, wie viel er sich leisten könnte. Even if he was the richest guy and the Spirit prompted me to speak to him, I should speak to him. Und wenn er selbst die reichste Person in der Welt wäre und der Geist mir sagen würde, komm, mach das für ihn, So I bought him a sandwich and I spent a couple minutes with him. das habe ich dann doch nachgegeben, habe gesagt, schau, ich kaufe ihm ein Sandwich und habe ein bisschen mit ihm geredet. But sometimes we can convince ourselves to ignore the prompting. Manchmal können wir uns so selbst überzeugen, dass wir dieses Drängen des Geistes ignorieren könnten. We can rationalize it. Wir haben da so unsere Vernunftgedanken, die da das beiseite schieben. And we can miss out on that humble act of kindness which brings a blessing. Und verpassen wir diese demütige Tat, dass wir ihm Freundlichkeit erweisen. And sometimes it's hard to determine or decipher the voice of ourselves or the voice of the Spirit. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, da zu bestimmen, ist das jetzt die Stimme des Geistes oder unsere eigene. And that's why we need to pray for discernment. Und deshalb müssen wir beten um Unterscheidungsvermögen. In NG, we went through a couple sessions on prayer. In Next Generation haben wir einige Male über Gebet gesprochen. And the purpose was to develop our morning prayer. Und es ging darum, dass wir einfach so ein Morgengebet haben, mit dem wir den Tag starten. And so I developed, Dear Father, fill me with your Spirit. Und so habe ich mir das auch überlegt und habe gesagt, lieber Vater, füll mich mit deinem Geist. Help me to hear your voice Hilf mir, dass ich deine Stimme höre. and respond to your will so that I can let your love flow through me. Und lass mich deinem Willen gegenüber einfach offen sein, dass ich mit deiner Liebe einfach in einem Tag reagieren kann. I know how important it is. It's the most important thing to hear his voice, because if I hear his voice, the rest will fall into place. He'll guide me the rest of the way. Ich weiß, dass das Wichtigste ist, einfach seine Stimme zu hören, denn alles andere wird sich dann auch dementsprechend ausrichten danach. Or maybe you feel like I've done so much stuff in the past that I can't love people. I can't do a humble act of kindness. I can't reach out and love people. Vielleicht denkst du, na, in meinem Leben, da habe ich so viele Dinge schon gebracht oder verbrochen. Ich kann nicht wirklich jemanden lieben können. That's why it's a humble act of kindness. It takes humility. You have to have humility towards the people to love them. Aber weißt du was? Es braucht einfach, dass du demütig wirst und in Demut einfach anderen dienst. Sie brauchen das. You can't love people out of pride. Du kannst aus Stolz heraus nicht andere Menschen lieben. Das geht nicht. And if you're telling God you're not going to follow his will for your life because you've made so many mistakes, that's pride. Und wenn du Gott sagst, pass mal auf, du kannst seinem Willen für dein Leben nicht folgen, weil du zu viele Fehler gemacht hast, das ist Stolz gegenüber Gott. God gives us insight from our past experiences to help people in the present. Die Erlebnisse, die wir in der Vergangenheit so gehabt haben, die verwendet Gott, um uns einfach in der Gegenwart damit helfen zu lassen. So last week, Pastor Rob talked about the birthright, our modern day blessing. Und letzte Woche hat Pastor Rob über unser Erstgeburtsrecht gesprochen, Which was is in the der word. heutigen Zeit einfach unser Segen ist. It's the word, and it's the Bible, and it's also what we hear from God. Unser Erstgeburtsrecht ist einfach das Wort, die Bibel und was wir auch direkt von Gott hören. And so Monday morning, I opened my Bible and I said, God, how do I receive your blessing? How do I receive my birthright in its fullness? Und Montag früh habe ich dann die Bibel aufgeschlagen und habe gesagt, Gott, wie kann ich mein Erstgeburtsrecht einfach, meinen Segen in Fülle von dir empfangen? And the answer is by approaching the word in humility, approaching God in humility. Und die Antwort ist, dass ich mich einfach Gott nahe in Demut. The Bible equips us for life. It equips us for his will for our life. Die Bibel rüstet uns aus fürs Leben und sie rüstet uns auch aus für seinen Willen, für unser Leben. But if we approach it in pride, God will resist us. James 4, 1 Peter 5:5. Aber wenn wir uns da so ranmachen in Stolz, dann wird Gott uns widerstehen, wie es auch im 1. Petrus 5 heißt. But the cool thing is, if we approach it in humility, God will guide us. Aber das Coole ist, wenn wir uns einfach in Demut an das Wort machen, dann wird Gott uns einfach
auch segnen und nahen. So we have our blessing, and as long as we approach it in humility, He'll guide us through our life. Er wird uns Psalm leiten, 25. wenn wir uns ihm in Demut einfach nahen, wie es auch im Psalm 25 steht. And I think we're never going to reach our full potential until we realize we need to approach our birthright in humility. Und ich glaube, wir werden nie einfach unser volles Potenzial entwickeln, wenn wir uns nicht dem Wort in Demut nahen. And just a simple act of humility, just approaching your Bible in humility every day can have huge impact. Und einfach diese ganz einfache, demütige Handlung, dass wir an die Bibel in Demut herangehen, macht so einen Unterschied, so einen Segen. It reminds me of a story of a husband and a wife. Das erinnert mich an eine Geschichte, ein Mann und eine Frau. I'll make a long story short, but basically the husband was an unbeliever and the wife was a believer. Um das einfach als kurze Geschichte zusammenzufassen. Der Mann war ungläubig, sie war gläubig. And eventually they had a daughter. Sie waren verheiratet, sie hatten schließlich eine Tochter. And the daughter, after the wife was reading her Bible day after day, Und es war so, dass die Tochter, dass die Frau immer die Bibel jeden Tag las she decided to take her daughter to Sunday school. und sich dann schließlich entschied, ihre Tochter auch in die Sonntagsschule zu nehmen. And eventually over the years, the daughter led the father to the Lord. Und schließlich geschah es, dass die Tochter den Vater zum Herrn brachte. And the mother, approaching her Bible, approaching the Lord in humility, Und eben die Tatsache, dass die Mutter an die Bibel ranging, jeden Tag in Demut vor Gott. could have never imagined that would result in the salvation of her husband. Das hätte sie sich nie vorstellen können, dass einfach diese einfache Demut vor dem Wort einfach letztendlich auch ihren Mann erreicht. It was just a humble act, you know. She prayed, she read her Bible, and she took her daughter to Sunday school. Sie war einfach demütig, sie hat immer die Bibel gelesen und schließlich ihre Tochter zur Sonntagsschule genommen. And I believe that true humility is the foundation for wisdom. Und ich glaube auch, dass echte Demut die Grundlage ist für Weisheit. Right? Because if we approach the word in humility, Denn wenn wir an das Wort in Demut herangehen, then God will give us wisdom. dann wird uns Gott ja daraus Weisheit geben. You can also be humble out of your pride. Du kannst auch demütig sein aus deinem Stolz heraus. You can walk the walk and talk the talk, and you can act humble. Everyone can think you're humble. Und du kannst ja so daherreden und so tun und so. Und jeder denkt, dass du demütig seist. But we'll only gain wisdom when we give God our whole heart. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir nur dann zur Weisheit gelangen, wenn wir Gott unser Herz geben. Could we read Proverbs, please? Oh son, give me your heart. Mein Sohn, gib mir dein Herz. Spiritually speaking, this is God speaking to us, saying, "Oh son, give me your heart." Geistig gesprochen ist es Gott, der zu uns spricht. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. It's funny to think about that. The creator of the whole universe wants something from us. Es ist seltsam, darüber nachzudenken, dass der Schöpfer des Universums unser Herz möchte. This is the only thing he wants. Das ist wirklich das Einzige, was er möchte. If we give him this, he'll do the rest. Wenn wir ihm das geben, er gibt uns den Rest. And he doesn't say, just give me a part of your heart. He says, give me your whole heart. Und er sagt nicht, gib mir nur einen Teil deines Herzens. Er möchte das gesamte Herz haben. Because if we give him our whole heart, the good and the bad things in our life, Denn wenn wir ihm das ganze Herz geben, mit dem Guten und den schlechten Dingen darin, he can mold that into something that can receive wisdom. dann kann er daraus etwas formen, sodass wir daraus Weisheit empfangen. And my prayer during our last fast was for wisdom. Und mein Gebet im letzten Fasten war einfach ein Gebet um Weisheit. And more specifically, it was for perspective and understanding. Und mehr spezifischer war es einfach, dass ich irgendwo einen Durchblick habe durch die Dinge und auch ein Verständnis erreiche. I'm someone who's very quick to react in my emotion. Ich bin jemand, der sehr schnell ist und in meinen Emotionen so reagiere. I pray for it constantly. Help me not to be critical and judge people. Und so bete ich immer beständig, Gott, hilf mir doch, nicht kritisch zu sein und nicht andere zu richten. And everyone does it. It's human nature. Und jeder macht das, das ist einfach die menschliche Natur. But I'd like to do it less. Aber ich würde mir wünschen, dass ich es weniger mache. And so I'm really praying for perspective and understanding on people's lives so that when I approach a situation, I can gain insight to where they're at in life. Und so bete ich einfach immer, dass ich irgendwie einen Einblick oder einen Durchblick habe praktisch oder auch ein Unterscheidungsvermögen, wenn ich an Menschen herankomme, um einfach zu sehen, wo sie stehen im Leben. Help me avoid arguments and try and reach people where they're at. Und sagst du, Herr, hilf mir einfach so Streitereien zu vermeiden und vielmehr einfach die Leute dort zu erreichen, wo sie gerade stehen. The other day I went into the supermarket. Einen Tag ging ich so in den Supermarkt. My wife stayed in the car because our son was sleeping.
meine Frau, die war noch im Auto, weil mein Sohn schlief. When I came out, she said, "Hey, Rob, a guy just really kicked our car violently." Sie sagten zu mir, als ich wiederkam, du Rob, da hat jemand gerade gegen das Auto total gewalttätig gegengetreten. And I said, "Why? Why did he kick it?" Was? Warum hat er da das getreten? He said something like a großen Kiste for an Auto or something like that. Like Irgendwas gesagt, so we ein had an großes oversized Auto. car, Dein Auto ist viel zu groß, das steht dir nicht zu, oder was? and he was unhappy with it. Und ihm hat das nicht gepasst. And I immediately thought, this guy came and kicked my car with my wife and my son in it. Was? Der ist gekommen und hat einfach gegen das Auto getreten und meine Frau und mein Sohn waren da drin? I immediately thought, I wonder how hard I could kick his car. Also ich werde mal schauen, dass ich da sein Auto treten kann. I could probably knock the bumper off for sure. Da wird gleich die Stoßstange abfallen. And then as I drove away, I thought, no, that's what I'm praying for. I'm in the middle of a fast and I'm praying for this. Und als ich wegfuhr, habe ich gedacht, oh Mann, das ist genau das, worum ich gebeten habe. Und jetzt habe ich die Situation. I just started to think, what if that guy, he just found out he's dying or something? Und ich habe mir gedacht, was ist, wenn er gerade herausgefunden hat, dass er bald sterben muss? Wouldn't it be better to just have a humble act of kindness towards him? Wäre es nicht besser, wenn man einfach in Demut auf ihn reagiert und Thanks, etwas Demütiges tut? you fixed the dent. Hey, danke, du hast dich um die Beule gekümmert. Passt wieder. And just use it as a chance to talk to him. Und einfach die Gelegenheit ergreifen, um mit ihm zu sprechen. And for me to approach that situation in humility would be a chance. Und für mich einfach die Situation in Demut zu nehmen, das wäre doch so eine Gelegenheit. It would bring a blessing. Das würde einfach einen Segen bringen. But instead I judged him and that was pride. Stattdessen habe ich ihn gerichtet und da kam einfach der Stolz durch. We need to first get God's advice on the situation, get his guidance on the situation before we react. Zuallererst müssen wir einfach Gottes Rat einholen für eine Situation, dass wir da nicht reagieren. That's humility. Das ist Demut. Seeking his guidance on our situations in life. Seine Führung einfach zu suchen für die Situation im Leben, das ist Demut. And I'm convinced that if we approach him in this kind of humility, Und ich bin überzeugt davon, wenn wir einfach auf Gott zugehen, in dieser Haltung der Demut, and we persevere and we have humble acts of kindness, und wir daran durchhalten und immer wieder diese demütigen Taten tun, indem wir unsere Freundlichkeit an den Menschen erweisen, that God's going to do incredible things in our midst. dann wird Gott einfach unglaubliche Dinge in unserer Mitte tun. Something simple he'll use for great. Es wird einfach ganz einfache Dinge nur brauchen, die er verwenden möchte, um Großartiges zu tun. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Dear Father, thank you for this evening. Lieber Vater, danke für diesen Abend. Please fill us with your spirit. Bitte, lass uns erfüllt sein von deinem Geist. Help us to hear your voice, Hilf uns, deine Stimme zu hören respond to your will, und auf deinen Willen zu reagieren and impact this world with humble acts of kindness. und immer tiefer einen Eindruck hinterlassen in dieser Welt durch Taten, die Freundlichkeit erweisen. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Okay, let's stand. Just stretch your arms out. Smile.
I feel the Lord wants to say that He finds you beautiful. Ich glaube, dass der Herr sagen möchte, dass er euch wunderschön findet. You might see your weaknesses and your flaws, Du siehst vielleicht deine Schwächen und Fehler, but He doesn't. aber er sieht sie nicht. And when He looks at you, Und wenn er dich anschaut, He gets a smile on His face. dann lächelt er. Because His Son took every wrongdoing on His body for us. Weil sein Sohn alles auf sich genommen hat. And He gave us His righteousness as a free gift. Und er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. If you have never accepted Jesus into your life, Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, now is the time of salvation. dann ist jetzt die Zeit der Rettung. Simply say in your heart, Jesus, thank you for dying on the cross for me. Dann sag einfach in deinem Herzen, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Thank you for the beautiful exchange. Danke für den wunderschönen Austausch. I give you my sin and my shame. Ich gebe dir meine Scham und meine Sünde. You pay the penalty for it. Du bezahlst die Strafe dafür. And in return, you give me forgiveness and righteousness. Und dafür bekomme ich Gerechtigkeit und Vergebung. Come into my life and forgive me Komm in mein Leben und vergib mir. and make me the person you've always intended me to become. Und mach mich zu der Person, für die du mich immer vorgesehen hast. If you've said that prayer, then tell somebody tonight. Wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast in deinem Herzen, dann sag's jemandem. Or go to the prayer team now and let them pray for you. Oder geh zu deinen Gebetsteams und lass für dich beten. If you need prayer for anything or if you need an encouraging word, go to the prayer team. Wenn du Gebet brauchst oder ermutigende Worte für irgendetwas, dann geh zum Gebetsteam. God finds us beautiful. Gott findet uns wunderschön. It doesn't depend on your performance. Es kommt nicht darauf an, was du leistest. It doesn't depend on how well you're doing. Es kommt auch nicht darauf an, wie gut du leistest Or what people think about you. oder was andere Menschen von dir halten. He finds you beautiful. Er findet dich wunderschön. From the top of your head to the soles of your feet. Von ganz oben bis ganz unten. And He loves you. Und er liebt dich. And He accepts you. Und er akzeptiert dich. You don't have to do anything to earn it. Du musst überhaupt nichts dafür tun, um das zu verdienen. He is a generous God. He gives it freely, His love. Er ist großzügig und er gibt das gerne. Er ist Liebe. Enter into His rest. Nimm seinen Frieden in Anspruch. And whatever you need, tell Him. Und was immer du brauchst, sag's ihm. If you need healing, Wenn du Heilung brauchst, tell Him. sag's ihm. If you need a job, Wenn du einen Job brauchst, He provides. er wird einen bereitstellen.